Moin zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns logische Befehle oder logische Operatoren in Assembler angucken. Logik ist was man tatsächlich intern relativ häufig macht, aber ja, in den wirklichen Programmen wird es dann gar nicht mehr so häufig gemacht, ist mir aufgefallen. Ja, aber trotzdem ist es unfassbar wichtig, vor allem wenn ihr euch meine Logik-Tutorial-Reihe anguckt, dann wird euch auch klar, wie groß das ganze Ding eigentlich ist. Und ich will euch heute nur ganz kurz schnell mal die Dinger vorstellen. Normalerweise wird das mit Hexadezimal gemacht, deswegen werde ich das jetzt auch Hexadezimal machen. Und da kann man sozusagen wirklich komplette Register miteinander verunten, verodern oder ja, verxoren zum Beispiel. Und dazu werde ich erstmal hier in unser Register 0x FFFF reinschreiben. So, und jetzt haben wir natürlich hier das Problem, das wird nicht mehr unbedingt unsere 3 ergeben, die wir hier unten haben wollen. Was wir allerdings brauchen, ist am Ende muss hier wieder dieses ESI 0 sein. Und dazu können wir einfach verunten. Und verunten tun wir, indem wir einfach sagen Movel, ja, nee, Moment, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können es eigentlich direkt verunten. Wobei doch, wir machen das ordentlich. Wir machen Movel. Wir moffeln jetzt hier $0x0, nein, 0x0 habe ich gesagt, in unser Prozent, sagen wir nutzen einfach mal ECX dafür. Das wird dann nach E direkt überschrieben. Und das Coole ist, dass hier auch wieder die Operationen sind kommutativ. Das bedeutet, wir können sozusagen beide Richtungen machen. Also es ist egal, ob wir jetzt 0x or FFFFF machen oder ob wir FXOR 0 machen, beziehungsweise mit AND und mit OR geht es genau gleich. Und deswegen kann man sich da auch wieder sozusagen aussuchen, welche Richtung man es macht. So, jetzt Sekunde, ANDle, wir wollen verenden, weil wir danach wieder auf 0 rauskommen wollen. Wer jetzt gerade nicht weiß, was logische Operatoren sind, also was AND, OR, XOR ist, ich mache ganz kurz eine Erklärung dafür. 1 und 1 ist 1, ja, also ist wahr. Es ist quasi, wenn es wahr ist, also wenn ich eine wahre Aussage habe und ich habe eine wahre Aussage, ja, dann ist die Gesamtaussage immer noch wahr. Während, wenn ich irgendwie also eine Wahrheit und eine Lüge habe oder eine Lüge und eine Wahrheit habe, dann ist die gesamte Wahrheit einfach, die gesamte Aussage einfach eine Lüge. Also zum Beispiel, ich bin nass und es regnet. Das ist nur wahr, wenn beides gilt. Ja, es regnet und ich bin nass. Und ja, es regnet tatsächlich gerade, aber ich bin nicht nass. Das bedeutet, eins davon ist eine Lüge. Ich bin nicht nass, aber es regnet. Aber trotzdem gilt die Gesamtaussage nicht. Das heißt, ich bin nicht nass und es regnet. Es ist nicht beides wahr. Und das versucht dieses AND hier auszudrücken. Während wenn ich jetzt ein Oder hier rein, also bei 2 Falschaussagen ist das Gesamte auch falsch, also 0. Während wenn ich jetzt ein Oder habe, dann ist es ein bisschen anders. Dann heißt es entweder, nicht entweder, es regnet oder ich bin nass. Dann ist es okay, wenn es regnet. Also es ist wahr, also 1, wenn es regnet. Es ist aber auch 1, wenn ich nass bin. Es ist aber auch 1, also wahr, wenn ich nass bin und es regnet, weil es ist dann halt beides so. Nur wenn beides nicht stimmt, dann ist die Gesamtaussage nicht wahr. Das heißt, wenn ich weder nass bin, noch regnet es, dann ist die Gesamtaussage von ich bin nass oder es regnet, ist dann halt einfach falsch. Und dann gibt es noch XOR. Da haben wir dann ein entweder oder, also entweder ich bin nass oder es regnet, aber niemals beides und auch nicht beides nicht. Das heißt, wenn ich nass bin und es regnet nicht, ist die Aussage wahr. Wenn es regnet, aber ich bin nicht nass, ist die Aussage wahr. Aber sobald es regnet und ich nass bin, ist die Aussage falsch. Und sobald es weder regnet noch ich nass bin, ist die Aussage auch falsch. Also die 3 Operatoren gibt es eigentlich. Wer ein bisschen genauer Informationen haben möchte, dem empfehle ich meinen YouTube-Kanal. Da gibt es dann auch noch eine sehr exzessive Playlist zu diesen logischen Operatoren. Genau. So, wir wollen jetzt einfach mal hier ein AND reinmachen. Und wir wollen quasi, wenn beides 1 ist, dann wollen wir eine 1 haben, ansonsten nicht. Das ist eine effektive Art und Weise, um einfach mal eben rauszufiltern und eben nur bestimmte Bits stehen zu lassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mit 0 verende, dann habe ich auf jeden Fall danach 0 drin stehen, sozusagen. Und in diesem Assembler ist es so, dass wenn wir hier ECX und ESI machen, dann
wird das Ergebnis in Prozent ESI reingeschrieben. Also in unserem Fall jetzt gerade mal hier 0. Ne? Gut. Wir führen das jetzt einfach mal aus. Und wir sehen, es kommt 3 raus. Das heißt, hier kommt am Ende auch wieder 0 raus. Warum? Naja, alles was 1 ist und alles was 0 ist, ich habe euch ja gerade erklärt, 1 and 0 gleich 0. Das heißt im Endeffekt, dadurch, dass ich jetzt hier 0 habe, habe ich mein ganzes Register dazu gezwungen, quasi 0 zu werden. Das ist im Endeffekt eine andere Art und Weise zu sagen, mach da eine 0 rein. Während wenn ich jetzt hier sagen würde, ich hätte gern 0x0, 0x01, 000, dann würde jedes einzelne Bit 0 werden, mit Ausnahme von diesem einen Bit. Ich meine, im Endeffekt ist diese 01000 eine Kurzschreibweise für 4 mal 0. Das ist die erste 0 hier. Dann eine 1. Das ist quasi Hexadezimal für diese 1 hier. Dann 4 Nullen und dann nochmal 4 Nullen. Und da oben sage ich habe einfach überall 1. Und wenn ich das jetzt verunde, dann bleibt hier stehen 1 und 0, naja, ist 0. 1, 0 ist 0, 1, 0 ist 0, 1, 0 ist 0, plus 0 und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier 1 und 1, ja, dann bleibt genau diese 1 hier stehen und alles andere ist 0. Wenn jetzt hier oben aber eine 0 steht und vielleicht hier auch noch eine 0 steht oder sowas, dann ist einfach alles 0, okay? Und das ist sozusagen der Trick bei diesem AND. Damit kann ich einzelne Bits überprüfen, ob die auch wirklich 1 sind und sozusagen schauen, ob da eine Zahl rauskommt. Das heißt, wenn ich jetzt das hier so verunden würde, wird eben hier 0x0100 rauskommen. Weil hier oben ist ja sowieso alles 1, das heißt, das hat quasi keinen Effekt, das würde gleich bleiben. Okay, da wir das aber nicht haben können, machen wir das so. So, und jetzt sagen wir hier, wir wollen, ja, ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Ich will euch jetzt hier echt nicht so die ganze Zeit diese binären Operationen erklären. Die kennt ihr wahrscheinlich schon zu Genüge. Deswegen will ich euch gerade nur einfach ein OR zeigen noch. OR macht genau dasselbe. OR im Endeffekt, das macht halt das Ganze, das macht das Ganze mit einem Oder. Und dann gibt es ein XOR, was das Ganze mit einem X-Oder macht. Also eigentlich relativ straightforward. Wir brauchen jetzt hier natürlich das AND, sonst geht es mit unserer Rechnung hier nicht auf, dass am Ende wieder 0 drin stehen muss. Okay, cool. Das sollte ich vielleicht noch anpassen, damit es auch richtig ist. Und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Probiert euch da wirklich ein bisschen aus. Das ist super Übung für alles Mögliche. Vor allem halt mit Binär und mit Assembler umzugehen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.